Das Henkeln ist beim Töpfern ein heikles Thema. Viele drücken sich da drum herum. Während man wieder und wieder zentrieren übt, wird das Henkeln überhaupt nicht geprobt. Hier nehme ich euch ein klein wenig die Angst davor. Erst etwas Theorie, die die Erfahrenen unter euch vielleicht schon überspringen können. Wenn Keramik trocknet, dann wird sie kleiner. Wasser geht aus dem Ton heraus und man nennt es die sogenannte Trockenschwindung. Das passiert natürlich auch mit Henkeln. Und wenn wir nun so eine Tasse haben und die ist schon zu weit getrocknet, sprich zu klein geworden, und jetzt fügen wir hier einen frischen Henkel an, dann mag das zwar sich in diesem Moment verbunden haben, aber dieser Henkel hat ja den Trocknungsprozess noch komplett vor sich, wird also schwinden und somit ist die Verbindung zwischen Tasse und Henkel nicht mehr gegeben. Zumindest werden Risse auftreten. Man kann das über verschiedene Tonsorten lösen oder aber auch über das richtige Zeitmanagement. Ich henkel so früh wie möglich und so spät wie nötig. Und so ersparen wir uns, dass der Henkel eventuell später abgeht. Aber soweit ist es eigentlich klar, die Schwindung gehört zum Keramikprozess dazu und jeder weiß, worum es dabei geht. Was benötige ich zum Henkeln? Außer dem Gefäß und Wasser und etwas Ton, ein Schwamm zum Hände- und Arm abwischen, ein kleiner Schwamm zum Verputzen und ein Messer schadet auch nichts. Wenn euer Wassergefäß eine scharfe Kante hat, ist das auch vorteilhaft. Hier haben wir nun ein kleines Stück Ton und das machen wir zuerst homogen. Es ist hier nicht ganz so wichtig, aber Lufteinschlüsse sollten auch nicht sein. Wie ihr das nun in Henkelform bekommt oder der Größe von dem zu hängenden Gefäß anpasst, das ist eigentlich eure Sache. Ihr könnt hier, drückt es einfach dünn. Es gibt Henkelpressen auch im Handel, aber wir wollen eigentlich alles von Hand machen. Macht einfach so eine Tonwurst. Und jetzt kommt ein wirklich guter Tipp. Jeder hat bei sich irgendwo einen Terrakotta-Topf. Ich habe hier diesen im Garten gefunden, der ist innen noch voller Erde, macht aber nichts. Den weicht ihr einfach mal eine Stunde oder zwei ein. Es ist wichtig, dass er porös ist. Ihr seht das, wenn hier so Blasen aufsteigen, dass er sich mit Wasser vollsaugen kann. Der wird uns zum Üben eine große Hilfe sein. Hier sind wir also und der nasse Terrakotta-Topf ist einsatzbereit. Es hat wirklich den Vorteil, dass wir dann uns nur auf das Henkeln konzentrieren müssen und nicht noch auf einen verformbaren Gegenstand. Wir nehmen also jetzt diesen Ton und fertigen uns erstmal, ja, wie nennt man das? Ich kenne gar nicht das Wort. Henkelstücken. Ich ziehe jetzt Stücken, die wir später am Gefäß zum Henkel ausziehen. Das Wichtigste an der Sache ist, dass die Größe dieser Stücken zum späteren Henkel passen oder zum Gefäß. Manchmal entsteht hier unten so eine dicke Stelle, die können wir wegkneifen. Die stört einen am Anfang sehr, aber die entsteht beim Profi wie beim Anfänger gemeinsam. Das ist nicht zu ändern. Jetzt kneife ich mir davon Stücken ab. Wenn ihr am Anfang nur ein oder zwei solcher Henkelstücken aus diesem Strang herausbekommt, dann ist das nicht weiter schlimm. Profis oder so schaffen da durchaus 5, 6, 7 Stück. Jetzt haben wir hier dieses Henkelstück
was an das Gefäß dran muss. Allerdings haben wir durch das Abkneifen hier oben so diese Spitze. Das ist nicht gut. Ich könnte die mit dem Messer jetzt abschneiden, was zu lange dauern würde. Dafür nutze ich hier diese Kante an meinem Wassertopf und drücke die so einfach mal ab. Dadurch habe ich eine gute Basis, um jetzt hier oben mit dem Daumen, ich halte mit links fest und mit dem Daumen runde ich die Oberfläche ab. Das ist ungefähr wie so ein Pilz. Diese Fläche wird größer, das ist dann die Ansatzfläche. Und wenn ich es ordentlich mache, dann ist am Ende noch so viel Schlicker übrig, damit sich das gut verbindet. Also auch nicht wirklich nass. So, dann nehmen wir unser zerhänkelndes Gefäß und ich mache es vorsichtshalber nochmal nass und drücken nun dieses Stück Ton an die Stelle, wo der Henkel aus dem Gefäß raus soll. Mit ein wenig hin und her rütteln kommt alle Luft raus. Richtig schön drücken und dann vermitteln wir den Ton an den Gefäßrand und machen eigentlich einen schönen Ansatz. Es hilft wirklich sehr, dass jetzt das Gefäß sich nicht verformt, während wir uns auf diese Arbeit konzentrieren. Das kommt später, wenn man erfahren ist, noch dazu, aber jetzt für den Anfang, um das Henkeln zu lernen, ist es mit dem Terrakotta-Topf wesentlich leichter. So, der Ansatz ist gemacht und nun kommt das, was wir wirklich für das Henkeln meistens halten. Dafür legen wir uns das Gefäß auf die linke Hand und mit der rechten Hand werden wir den Henkel ziehen. Henkel nass machen, Hand nass machen und dann geht es los. Ich räume das mal schnell weg, das ist vielleicht etwas im Weg für das Bild. Und jetzt bin ich in die Kamera gekommen. Also wir ziehen immer vom Gefäß nach unten, weil der Henkel ja bestenfalls dünner wird. Ich muss mich entschuldigen, aber meine Arbeitshöhe passt nicht zur Kamerahöhe. Ich kann euch aber auch nicht wirklich helfen. Das ist eine Sache, ihr müsst es einfach tun, ihr müsst üben. Ihr könnt hier auch Muster reinmachen, aber das muss man wie zentrieren. Immer wieder üben, üben, üben. Vernachlässigt das nicht und nach vielleicht 14 Tagen wird es. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich bin fertig mit dem Henkel, seht ihr, wenn ich das jetzt drehe, dass der Henkel eigentlich nicht so runterklatscht, weil er noch eine gewisse Stärke hat. Der Töpfer sagt dann, der Henkel hat noch Spannung. Und diese Spannung sollte man auch nicht verlieren. Wir richten den Henkel aus, soll ja senkrecht dran sein. Und dann wird er unten an den 3 möglichen Seiten mit dem Gefäß verschmiert. Manche belassen es jetzt hierbei, man kann aber auch seinen individuellen Abschluss immer machen. Ich mache jetzt mal hier einfach so einen Punkt. Ich nehme dann den Schwamm und mache die schlimmsten Spuren hier weg, damit das alles geschmeidig ist. Und schon haben wir an dem Terrakotta-Topf einen Henkel und können schauen, wie die Form ist und so weiter. Ich denke, es passt ganz gut. Und weil der Terrakotta-Topf hier Platz hat, kommt gleich der nächste Henkel. Wieder Spitze wegmachen, glätten, andrücken.
Hobeln, vermitteln. Manchmal, wenn es dünne Gefäße sind oder dünne Henkel, leichte Gefäße, muss man hier schon den Henkel festhalten, um die Spannung nicht zu verlieren. Solange man das Gefäß jetzt so hält, dass der Henkel nach unten hängt, ist alles okay. Wir ziehen wieder. Das Umgreifen ist, damit der Henkel gleichmäßig wird, notwendig. So, am Ende schauen wir, ob er lang genug ist oder nicht, und dann könnten wir das abkneifen. Jetzt simuliere ich mal. Ein Anfängerfehler ist gar nicht so leicht, die Spannung jetzt hier rauszunehmen. Wir haben so auf die Hand bewegt und alles ist schief gegangen, und wir machen nun so einen missratenen Henkel an unserem Gefäß fest. Es ist hier noch nicht alles verloren. Wir ignorieren jetzt mal die Form und machen den Henkel hier unten fest. Diesmal mache ich hier 2 Punkte. Ich verputze schnell. So, und nun schaut euch diese Katastrophe an. Nicht die Nerven verlieren. Wir können, manchmal erinnert sich der Ton an die Spannung, wir können jetzt hier den Henkel noch etwas nacharbeiten. Als Faustregel denkt einfach mal hier an einen Engel oder an Engelsflügel. So halbwegs, ja. Wenn ihr immer im Kopf so einen Engelsflügel habt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Negativform von so einem Henkel in Idealform aussieht, also für mich. Es ist auch so, dass wenn ihr das Gefäß dann abstellt, ein weicher Henkel nachbiegen kann, aber dafür gibt es halt den Trick, dass ihr das Gefäß später auf die Öffnung stellt und der Henkel in dieser Stellung nach unten hängt, seine Form behält, und dann sind wir eigentlich fertig. Wenn ihr gehenkelt habt, vergesst nicht, das Gehenkelte abzudecken, damit sich die Feuchtigkeit von Gefäß und Henkel angleichen kann. Denkt einfach dran, Kunst kommt von Können, und ihr müsst üben, üben, üben.